Servus und hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Thema. Nicht ganz neu, weil es passiert jedes Jahr. Und zwar, was mache ich, wenn meine Orchideen verblühen? Neu aber insofern, weil ich praktisch jedes Jahr immer wieder neue Bilder zeigen kann und damit darstellen kann, was wirklich passiert, wenn ich die Pflanzen so und so behandle. Hier hinten sehen wir noch eine wunderschöne blühende Orchidee, die kennt ihr schon aus dem letzten Jahr. Ich finde, es ist wirklich eine richtig klasse Blüte. Im Moment ist sie jetzt aber noch am Blühen. Würde diese Orchidee, und da sind wir schon beim ersten Punkt, es kommt auf die Orchideengattung, Schrägstrich auch die Orchideenart an, welche ich kultiviere, wie ich diese dementsprechend behandle, wenn sie dann verblüht ist. Wenn die hier verblüht ist, ist das so ähnlich wie bei dieser Orchidee. Also alle, die in Richtung Oncidium oder Odontoglossum und so weiter gehen, wenn hier der Blütentrieb vertrocknet ist, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Man schneidet den Blütentrieb ab, weil aus diesem vertrockneten Blütentrieb wird nichts mehr kommen. Man kann es auch einfach lassen, bis es irgendwann mal von selbst abfällt, falls es abfällt. Und dementsprechend schaut es dann, sage ich mal, natürlich aus, wenn die vertrockneten Blütentriebe dran bleiben. Aber hier sind ja noch zwei frische Neutriebe, das heißt, mit dem Neuaustrieb besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, dass sich Blüten bilden. Das ist aber bei diesen Orchideen aus der Richtung Oncidium, Odontoglossum, Miltonia und so weiter der Fall. Und wie schaut es denn aus bei sowas wie Cattleya? Ich habe euch hier diese Orchidee schon mal vorgestellt. Die ist immer noch am Blühen mit diesen wunderschönen wachsartigen Blüten. Und hier ist das Interessante, also der ursprüngliche Blütentrieb, der schon geblüht hat, den ich euch auch gezeigt habe, der ist schon komplett vertrocknet. Und den habe ich zurückgeschnitten, weil... Jetzt ist er komplett, nein, nicht komplett weg, aber jetzt ist er weg, weil hier dieser Blütentrieb, ich hoffe, man erkennt es, ist nämlich aus einer Runenknospe entstanden. Vermutlich ist dieser Blütentrieb beim Transport kaputt gegangen und die Orchidee hat sich gesagt, Moment, so nicht, ich mache doch einen neuen Blütentrieb. Das ist aber etwas, was aus dem Bereich Cattleya laea relativ selten vorkommt. Und deswegen, wenn hier der Blütentrieb beschädigt ist, verblüht ist oder ihr ihn einfach zurückschneidet, weil ihr denkt, ihr schneidet ihn zurück und da treibt wieder was aus, da treibt halt leider nichts aus. Deswegen, diese Orchidee haben wir so auch schon abgearbeitet. Bei Orchideen wie zum Beispiel diesen Sarcochilus hier oder auch diesen hier, die jetzt noch am Blühen sind, da wird es so sein, wenn der Blütentrieb abgeblüht ist, verblüht ist, kann man ihn abschneiden und man kann sich sicher sein, da wird auch nichts Neues herauskommen dabei. Jetzt kommen wir zu dem Thema, was wahrscheinlich die meisten von euch am ehesten beschäftigt. Das Thema Phalaenopsis. Phalaenopsis ist so eine Sache. Da habe ich auch schon öfters Videos gemacht, habe ich auch schon gesagt, wenn ihr oberhalb des dritten Auges den Blütentrieb abschneidet oder oberhalb des zweiten Auges, dann kann daraus wieder ein Blütentrieb entstehen. So wie das jetzt hier bei dieser Sogo Relax Phalaenopsis der Fall ist. Aber es kann natürlich auch noch was weiteres passieren und der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, wenn er genau im Bild hin und her geguckt hat. Es könnte sich natürlich auch ein Kindel bilden. Das heißt, das ruhende Auge wird aktiviert und es bildet sich daraus ein Spross. In aller Regel bildet sich zuerst der Spross und dann die Wurzel. Und jetzt kommt eine spannende Sache, habe ich bei meiner Phalaenopsis pulchra heute entdeckt. Schaut mal, im Prinzip kam da zuerst die Wurzel und dann der Spross. Das ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, vor allem, weil man noch nicht sagen kann, ob das jetzt nicht doch vielleicht ein Blütentrieb wird oder nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn da oben jetzt schon so verschiedene Zellen am Werk sind wie Wurzeln, die gebildet werden, dann wird das mit Sicherheit ein Kindel werden. Und Naturformen neigen sehr gerne zum Kindeln. Das ist nämlich eine Methode für die Pflanze, sich fortzubewegen. Das heißt, sie macht erstmal einen langen Blütentrieb und dann bildet sie das Kindel aus. Die Pflanze wächst dann dort an. Eventuell stirbt die Mutterpflanze ab oder bleibt am Leben. Dann bildet dieses Kindel wieder einen neuen Blütentrieb und so bewegen sich Phalaenopsis voran. Also wer sagt, Phalaenopsis können sich nicht fortbewegen, der hat nicht so viel Ahnung. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Natürlich kann man auch bei einer Phalaenopsis den Blütentrieb einfach stehen lassen, denn so wie das jetzt hier bei dieser wunderschönen Phalaenopsis speciosa der Fall ist, können immer wieder am Triebende, vorausgesetzt die Knospe am Ende ist noch schön knackig grün, sich immer wieder neue Blüten bilden. Das schaut natürlich auf
Dauer vielleicht gar nicht so schön aus, wenn da immer bloß so ein langer Trieb ist und dann ist da eine Blüte und so. Aber ich finde, solange die Pflanze das so macht, dann kann man sie auch einfach machen lassen. Es ist zwar auch so, dass ein neu ausgebildeter Blütentrieb immer die kräftigere Blüte hervorbringt, aber es ist natürlich auch so, dass es durchaus länger dauern kann, bis dann eben so ein Blütentrieb wieder am Blühen ist. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, was ihr mit euren Orchideen macht, wenn sie denn verblüht sind, oder was ihr machen könnt, damit sich unter Umständen solche Kindel bilden. Jetzt ist momentan ja recht warm, das heißt ideales Kindelwetter. Wer seine Phalaenopsis zurückschneidet, wird jetzt bei den hohen Temperaturen und bei der trockenen Luft ziemlich wahrscheinlich mehr Kindel bekommen, als wenn es jetzt im Winter kühl ist, auch wenn da die Heizung läuft. Und eure Fragen gerne hier rein. Daumen hoch, Kanal abonnieren, bis zum nächsten Video und tschüss. Oh, schöne Blüten, schöne Blüten, schöne Blüten. Oh, schöne Blüten.